Wir sprechen heute über den neuen Stern am Motorradhimmel in der Deutschen Demokratischen Republik im Jahre 1962. Da erschien nämlich ganz frisch vom Motorradwerk in Zschopau die MZ-ES 125. Und sie kam nicht allein, sondern sie brachte eine große Schwester mit, die MZ-ES 150. Die beiden Zahlen deuten auf den Hubraum unschwer hin. Die kleine Variante hat 8,5 PS, die 150 Kubikzentimeter Variante hatte 10 PS. MZ-ES. Das ES bezieht sich auf das Fahrwerk und auf den Motor. E wie Einzylinder und S wie Schwinge. Schwinge deshalb, weil dieses Modell wie die großen MZ-ES, die schon länger auf dem Markt waren und sind, ein Vollschwingenfahrwerk besitzt. Das heißt, sie hat hinten und vorn eine Langschwinge, was sehr guten Bodenkontakt und Fahrkomfort verspricht. Auf den damals schlechten Straßen war das ein großes Plus, denn eine Teleskopgabel stuckert mehr, wenn ich das so sagen darf. Eine Schwinge, eine geschobene Langschwinge, nimmt Unebenheiten viel weicher auf und leitet die nicht unbedingt in den Fahrersarm, in des Fahrers Arme weiter. Zu erkaufen war die ganze Sache bei diesen kleinen Modellen, klein meine ich 125 und 150 Kubikzentimeter mit einem leichten Lenkerpendeln, was so bei 40 Stundenkilometern auftreten konnte. Gern mit Last auf dem Heck, mit der Sozia oder mit einem Kollegen oder einem Kasten Bier. Beim Anfahren, beim Beschleunigen. Man konnte dies aber sehr leicht einstellen, indem man wirklich genau auf den Luftdruck des Vorderradreifens achtete und auch darauf achtete, dass man einen, ja, ich sag mal, nicht so eiförmigen Reifen aufgezogen hatte. Es war damals natürlich schwierig, die Reifen beim Motorrad wuchten zu lassen. Die Möglichkeiten waren da sehr begrenzt. Die MZ-ES Baureihe löste die altbewährte Baureihe des Reich-Typs RT 125 ab. Die letzte Variante des Modells, die Strich 3, hieß ja auch schon längere Zeit nur noch, was heißt nur noch, MZ 125 Strich 3, weil man halt den alten Vorkriegsnamen Reichstyp nicht mehr verwenden wollte. Aus, denke ich, bekannten Gründen. Man konnte bei diesem Motorrad das Mischungsverhältnis herabsetzen von 1:25 auf 1:33, also auf Deutsch gesagt auf 33 Liter Benzin kam jetzt nun 1 Liter Öl. Das Vollschwingen-Logo, was man hier sieht, es ist also ein Rad, was von einer Schwinge verkleidet ist, wenn man das so ausdrücken möchte, wurde nochmal überarbeitet, weil das Logo, was bei den großen Modellen vorher verbaut worden ist, etwas rundlicher war und nicht mehr dem Zeitgeschmack der anbrechenden 60er Jahre entsprach. Die Maschine hat ein Novum. Man stellte fest, dass der bekannte Rohrrahmen an seine Grenzen geraten ist, wenn man nicht die Dimensionen und die Materialstärke erhöhen wollte, was ja wieder das Gewicht, den Kraftstoffverbrauch erhöht. Man ersann sich einen Pressstahlrahmen. Ich muss immer mal hier abgucken, bitte verzeiht mir das. Oder auch im Volksmund Blechprägerahmen genannt. Der Rahmen zeichnet sich einfach dadurch aus, dass zwei Hälften, eine linke, eine rechte, durch Bürdeln und Falzen miteinander fest untrennbar verbunden worden ist. Der Vorteil davon war, dass die Verwindungssteifheit des Rahmens um 20% erhöht werden konnte. Des Weiteren ist der vordere Schwingträger und das Heck der Maschine, das angeschraubte Heck, was heute gang und gäbe ist, 1962, wir sprechen von 1962, angeschraubt und auch aus Leichtmetall wie der vordere Schwingträger, und zwar aus Magnesiumguss. Die Maschine war für ihre Klasse damit sehr, sehr leicht und durch die beiden relativ großen 18 Zoll Räder auch sehr fahrstabil und trotzdem wendig. Dadurch konnte man sich durch den Blechprägerahmen, so nenne ich ihn lieber, eine teure Anschaffung konnte man vermeiden. Es sollte nämlich eine sogenannte 4-Punkt-Schweißanlage angeschafft werden.
Vielleicht kann man ja auch mir von den Zuschauern helfen, was eine 4-Punkt-Schweißanlage ist. Ich bin Laie. Es würde mich interessieren, ich nehme an, dass diese Anlage während eines Vorgangs 4 Punkte gleichzeitig setzen kann. Aber es würde mich interessieren von einem Profi, von einem Kenner, was diese Maschine genau getan hat. Schweißen ist klar, Punkten ist klar, aber halt warum 4 Punkt? Die MZ-ES besaß beim Erscheinen auf dem Markt als allererstes Motorrad auf der Welt asymmetrisches Abblendlicht und eine Lichthupe. Da würde man schon sagen, ja gut, heutzutage haben die Maschinen auch kein Abblendlicht, kein asymmetrisches Abblendlicht mehr. Das ist richtig, Klarglasscheinwerfer oder LED-Scheinwerfer sind somit nicht mehr ausgerüstet, aber damals war eben das blendfreie Abblendlicht, blendfrei für den Gegenverkehr, mit der langen Nase auf der rechten Seite, aus Sicht des Fahrers, mit der Lichtnase auf der rechten Seite, etwas sehr, sehr Fortschrittliches und erhöhte natürlich unheimlich die Sicherheit bei Nacht. Dagegen sprach natürlich wieder die etwas schwächliche 6 Volt Bordanlage und der schwache Hauptscheinwerfer, aber es war in dieser Zeit vollkommen normal und auch darüber hinaus noch viele, viele Jahre weltweit üblich, Motorräder und sogar Autos mit einer 6 Volt Bordanlage auszurüsten. Beim Erscheinen dieses Motorrads auf dem Markt hatte auch die internationale Presse ein sehr großes Interesse an den Neuheiten an dieser Maschine. Man lobte die Anordnung der Bedienelemente. Was heute so selbstverständlich erscheint, war zu dieser Zeit es eben nicht. Verstreute Schalter und ergonomisch ungünstig angebrachte andere Bedienelemente waren nicht immer das Nonplusultra. Bei diesem Motorrad hatte man von Anfang an den Eindruck, dass diese Maschine aus einem Guss entstanden ist. Die Form des Tanks und der eckigen Lampe war dem Zeitgeschmack geschuldet. Man nannte sie auch, ja, etwas despektierlich, die rasende Taschenlampe. Gut, das könnte man auch so sehen. Heute finde ich diesen Ausdruck oder diese Sprachwahl äußerst charmant. Man hat natürlich auch Verbesserungen einfließen lassen in das Motorrad im Laufe der Jahre, weil wirklich harte Tests und auch viele Kunden sich beschwert hatten, dass eben der von der Form her von dem letzten RT-Modell übernommene Zylinder, diesmal in Leichtmetall, dazu geneigt hat, also er war mit daran schuld, dass die Maschine nach Abstellen nach einem heißen Ritt gern nachgelaufen ist und an Glühzündungen litt. Deshalb wurde 1965 der sogenannte Breitwandzylinder eingeführt, den wir hier sehen. Und dieser Breitwandzylinder hatte natürlich ein viel besseres thermisches Verhalten, eine bessere thermische Standhaftigkeit. Und nun war die MZ vollends vollgasfest. Darauf legte übrigens MZ immer großen Wert, dass ihre Motoren bei richtiger Mischung natürlich, nicht zu viel und nicht zu wenig Öl, vollgasfest sind. Das heißt, Höchstgeschwindigkeit ist gleich Dauergeschwindigkeit. Auch bei 30 Grad im Schatten. 1967 dann wurde die Form der Blinker geändert. Nur im Groben, es war zuerst bis 1967 hier ein zierlicher Steg verbaut und die Blinkerkappen waren etwas rundlicher. Das sind bereits die Blinker, die wie diese Maschine 1967 dann in Serie verbaut worden sind. 1968 folgte dann ein weiterer Schritt. Und zwar erhielt dann auch die kleine MZ-ES, klein, ich meine damit immer die 125 und 150 Kubikzentimeter Maschine, Verzeihung, erhielt den sogenannten Segmenttacho der großen Strich-2-Baureihe. 175 und 250 Kubikzentimeter MZ. Und dieser Segmenttacho, wir haben hier noch den runden Tacho, er war, ich sag mal, oval, unregelmäßig oval, gefiel mir und gefällt mir bis heute auch besser, aber auch ist wieder eine reine Geschmackssache. 1969 dann wurde die MZ-Baureihe sehr stark überarbeitet. Der Motor bekam eine Leistungsspritze. Nun leistete der 125 Kubikzentimeter 10 PS, wie vorher der 150 Kubikzentimeter Motor, und der große Motor leistete bis zum Produktionsende 1977 immerhin stramme 11,5 PS. Ich sage deshalb stramm, heute erweckt das bei den meisten 125er Fahrern ein müdes Lächeln. Die Maschinen werden ja bis zu 15 PS ausgeliefert. Ja, aber für die damalige Zeit war das schon enorm.
1969 war auch der Tag, als die ganze MZ-Baureihe, also von der 125er bis zur 250-2, einen neuen Tankdeckel erhielt und einen neuen zusätzlichen Namen, nämlich Trophy. Oder wie es der Sachse sagt, die Trophy. Ganz einfach deshalb, weil die DDR-Gelände- oder Crossmannschaft, man möge mich berichtigen, zum 6. Mal die begehrte internationale Silbervase, genannt die Trophy, gewonnen hat bei den Six Days. Die Six Days waren ein extrem hartes Geländerennen über mehrere Tage, natürlich auch mit Straßenanteil. Es war gefürchtet und bei diesem Rennen, manch einer wird es wissen, hat auch Anfang der 60er Jahre der Schauspieler und leidenschaftliche Motorradfahrer Steve McQueen als amerikanischer Fahrer mitgewirkt. Natürlich hat MZ trotzdem gewonnen. Ja, und der Name Trophy zierte dann bei der kleinen ES-Baureihe den Tank. Und auf dem Tankdeckel standen dann alle 6 Jahre, in dem die MZ-Mannschaft die Silbervase gewonnen hat. Diese Tankdeckel sind, wenn man sie original heute kaufen möchte, relativ begehrt und auch schon ganz schön teuer geworden, wenn diese in einem sehr guten Zustand sind. 1971 kam wie man zu heute sagt, ein Facelift, das einherging mit neuen Lackierungen. Die Lackierungen wurden überhaupt im Laufe der Jahre immer wieder mal geändert. Die ersten Baujahre hatten hier einen sogenannten, wie sagt man, Sattel hier drauf lackiert. Diese Maschine ist also in der Mitte der 60er Jahre angesiedelt. Ich sagte es ja schon, Baujahr 67. Sie hat diese wunderschöne Linierung, die dann in den 70er Jahren leider wegfiel. Leider sage ich heute, damals waren wir vielleicht froh, weil es dann für die Leute schon recht altbacken gewirkt hat. Die 70er Jahre waren von den Farben her schrill, nicht nur bei Fahrzeugen mit Signalfarben in Orange oder halt auch in Farben wie hier, auch wenn das ein älteres Baujahr ist, was hier jetzt aber nichts zur Sache tut. Und auch bei der Bekleidung waren die Leute schrill. Ja, die MZ wurde dann in den Farben Rot, in den Farben Gelb und Blau ausgeliefert, hatte dann silberne Kotflügel, die offenen Federbeine, das heißt also voll verchromte Federbeine oder Dämpferbeine sagen andere oder Stoßdämpfer, wir sagen Federbeine, und die Hülsen fielen weg. Man konnte wieder etwas Metall einsparen und natürlich auch die Verchromerei von den Hülsen. Dafür wurden die Federbeine sportlicher optisch und mussten auch verchromt werden. Es war aber im Zeitgeschmack angepasst. 1977 wurde der Motor nochmal überarbeitet. Ich muss dazu sagen, dass es ja auch parallel zur MZ zur MZ-ES Baureihe parallel dazu ab 1969 die heute äußerst teure und beliebte Baureihe Trophy Sport gab. Die Trophy Sport baute auf den ES-Modellen auf, nur ein ganz kleiner Seitenhieb hätte ich beinahe gesagt. Es wurde tatsächlich der komplette Rahmen übernommen bei allen Baureihen und wurde mit einer Teleskopgabel ausgerüstet, um den Wünschen angeblich der Exporteure, der westlichen Exporteure, Genüge zu tun. Und diese Maschinen waren natürlich teurer, aber sie hatten alle den gleichen Motor, jeweils in der Baugröße oder in der Motorradgröße. Und die ETS starb dann und es erschien die TS, Teleskopschwinge. ETS hieß Einzylinder Teleskopschwinge, aber das ist jetzt für zu weit. Ich wollte damit sagen, der Motor, der hier verbaut ist, wurde bis 1977 also insgesamt 3 Modellen verbaut. 1977 war auch das allerletzte Jahr, als die MZ-ES 150 und 125 vom Band lief. Die Produktion wurde ersatzlos eingestellt, weil die Käufe oder Verkäufe hatten gezeigt, dass die TS-Baureihe, also mit Teleskopgabel, die beliebtere Variante war. Auch wenn die Telegabel bis dato immer noch nicht an den Federungskomfort dieser Langschwinge im Vorderradbereich herankam. Aber im Geländesport war natürlich die Telegabel sowieso die bessere Wahl. Und da es auch viele Hobby-Geländefahrer gab und in der DDR gab es ja diese Gesellschaft für Sport und Technik, GST, bei der auch Privatfahrer mit ihren Maschinen sich im Gelände beweisen konnten. Mit ganz normalen, nicht präparierten Motorrädern mit Straßenbereifung. Da war natürlich die ES leider nicht mehr so wettbewerbsfähig, wenn ich das mal sagen darf. Von der ES-Baureihe 125 bis 150 wurden circa
weit über 454.000 Stück produziert und damit ist die kleine ES-Baureihe eines der meistproduzierten Motorräder auf der Welt. Man erkennt eine Trophy von den Vorläufermodellen ganz einfach daran, dass die Vergaserabdeckung, die man hier sieht, weggefallen ist. Natürlich kann man die Motoren, die älteren Motoren auch modifizieren, aber diese eigentlich formschöne Vergaserabdeckung, die aber zum Einstellen beim Vergaser etwas und zum Reinigen des Vergasers nach der Winterpause eher hinderlich ist, kann man natürlich nachrüsten. Also die Vergaserabdeckung fehlt und der nach hinten fliehende Krümmer der alten Modelle ist bei den stärkeren, leistungsstärkeren Modellen viel weiter nach vorn geführt, ich sage das mal so, ist runder und hat nicht diese zwei Bögen, wie sie bei diesem kleinen Modell sind oder bei den älteren Modellen. Und am Auspuff-Endstück erkennt man das, dass der alte Auspuff eine Zigarre ist und dass der neue Auspuff der neuen Modelle, der stärkeren Modelle, einen scharfen Schnitt hat, leicht angeschrägt. Natürlich wurden die älteren Modelle dann auch mit den neueren Auspuffanlagen ausgerüstet. Ob das richtig funktioniert hat, ich sage nur Staudruck, Leistung, das sei dahingestellt. Ich denke, das war auch eine Frage der Ersatzteilbeschaffung. Aber nur so viel, das aktivere oder sichere Motorrad, wenn man jetzt bei aktiver Sicherheit im Verkehr halt mal den Fokus setzen möchte, sind natürlich die Modelle ab 1969. Weil auch wenn es nur wenige PS sind, die Maschinen mehr haben als die Vorläufermaschinen wie diese hier, ist es doch dann beim Mitschwimmen im Verkehr eine bessere Sache für den Fahrer. Die Unterschiede zwischen 125 und 150 Kubikzentimeter in der DDR, das gab es überall, während die 150er Klasse auf dem Weltmarkt eigentlich mehr eine untergeordnete Rolle gespielt hat, war es in der DDR genau umgekehrt. Junge Leute ab 16 Jahren durften in der DDR ganz offiziell nach absolvierter Fahrschule eine 150 Kubikzentimeter Maschine fahren. Und wer hat dann bitteschön noch für den etwas geringeren Preis, der wirklich marginal war, auch zu dieser Zeit, die 125 genommen? Das kann ich sagen, es waren meistens Behörden, landwirtschaftliche Produktionsbetriebe, Fahrschulen, die GSD. Und natürlich der Export. Aufgrund der unterschiedlichen Versicherungskategorien in der alten Bundesrepublik zum Beispiel gab es dort eine Begrenzung auf 10 PS bei 125ern viele Jahre, die es jetzt nicht mehr gibt. Jetzt sind es 15 PS. Und deshalb waren die kleinen Maschinen, die 125er, im Export und bei den Behörden beliebt. Den Behörden war es egal, ob die Maschine nun 10 PS hat oder 8,5. Aber die Privatleute haben natürlich gesagt, wenn schon, denn schon. Ich denke, das ist auch nachvollziehbar. Die Maschinen wurden zu DDR-Zeiten natürlich auch gern umgebaut, modifiziert. Die Maschinen haben ein sehr langes Leben. Sehr viele Maschinen sind immer noch auf der Straße oder schlummern einer Neuerweckung in Schuppen, in Garagen, unter Carports. Und in meiner Jugendzeit war es halt so, dass diese Form dieser Vorderradführung ein absolutes No-Go war. Also hat man einen flachen MZ-Kotflügel einer TS verwendet, den direkt aufs Rad gesetzt, oder man hat sich was gebaut, dass der Kotflügel oben am Schwingträger wie eine hohe Nase von einem Cross-Modell aussah. Man hat versucht, um jeden Preis die Maschine moderner, frischer wirken zu lassen, weil die ES-Modelle waren einfach out. Optisch. Heutzutage ist es anders. Langsam rücken diese kleinen 125er und 150er Modelle mehr in den Fokus der Oldtimer-Liebhaber. Und das sind nicht nur so alte Knacker, wie ich es bin, sondern auch viele junge Menschen, die ich persönlich kenne, finden diese Maschine bildhübsch. Und ich muss jetzt sagen, ich bin geläutert, ja, ich finde diese Maschine auch wunderschön, weil man ändert ja auch mit dem Älterwerden den Geschmack. Abschließend wäre noch zu sagen, dass der Besitzer dieser Maschine einen sehr großen Glücksgriff gemacht hat mit diesem Motorrad, auch mit Anfangsproblemen. Aber diese Maschine ist tatsächlich noch im größten Teil im Originalzustand, abgesehen davon, dass die Sitzbank neu aufgepolstert wurde und mit einem weißen Keder versehen worden ist. Das ist ja auch verzeihlich, es ist Individualisierung, es kann auch jeder machen, wie er will. Der eine baut gern an, der andere möchte 100% Originalität haben. Und einer der Vorbesitzer oder der Vorbesitzer hat
Hier einmal etwas Farbe aufgebracht, um wahrscheinlich den Scheinwerfer etwas weniger wuchtig erscheinen zu lassen. Aber es ist ein charmantes Detail und ich finde es charmant und es hat natürlich für den Besitzer auch Wiedererkennungswert.